Melissa stand vor dem Spiegel und strich sich nervös über ihren Babybauch. In nur wenigen Wochen würde sie ihr Kind zur Welt bringen. Ein kleines Wunder, das sie mit 15 Jahren erwartete. Die Aufregung war groß, ja, aber auch die Angst. Die Worte ihrer Eltern, ihrer Lehrer, ihrer Freunde hallten in ihren Ohren. Du ruinierst dein Leben, du wirst es bereuen. Sätze, die wie Steine auf ihrem Herzen lagen. Doch Melissa wusste, dass das kleine Leben in ihrem Bauch ein Geschenk war, eine Aufgabe, die sie mit all ihrer Kraft annehmen würde. Ihr Bruder, der mit seiner Freundin eine kleine Familie gegründet hatte, stand ihr von Beginn an zur Seite. Er versprach ihr, dass sie nicht allein sein würde. Die Tage bis zur Geburt vergingen im Flug. Dann, in einem kalten Novembertag, kam Arthur auf die Welt. Ein winziges, zartes Wesen, das Melissa sofort in seinen Bann zog. Die Liebe, die sie für ihren Sohn empfand, war so intensiv, so überwältigend, dass sie alle Zweifel und Ängste vergessen ließ. Die folgenden Monate waren hart. Die Nächte waren kurz, die Tage gefüllt mit Windeln wechseln, Stillen und dem Versuch, einen neuen Lebensrhythmus zu finden. Doch Melissa war entschlossen, das Beste für Arthur zu geben. Sie wollte für ihn da sein, ihm ein liebevolles Zuhause bieten, ihm die Welt zeigen. Als Arthur 1 Jahr alt wurde, beschloss Melissa, in die Schule zurückzukehren. Sie wollte ihr Leben wieder in die eigenen Hände nehmen, sich eine Zukunft aufbauen. Sie wusste, es würde nicht leicht werden, aber sie war bereit für die Herausforderung. Die Gesellschaft war jedoch nicht immer gnädig. Die Blicke der anderen Schüler waren oft voller Neugier, manchmal auch voller Verachtung. Teenager-Mutter, hat sie das nicht besser im Griff? Flüstern hallte durch die Gänge, stieß ihr in den Rücken. Doch Melissa ließ sich nicht unterkriegen. Sie stand fest zu ihrer Entscheidung, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie lernte fleißig, bestand ihre Prüfungen und machte schließlich ihren Schulabschluss. Die Schule wurde zu ihrem Anker, zu ihrem Schutzraum, und Arthur war dabei. Immer. Eines Tages, als die Klasse eine Geburtstagsfeier für einen der Lehrer organisierte, kam Melissa auf eine Idee. Sie bestellte online ein niedliches Kostüm für Arthur, das ihn zu einem kleinen Prinzen verwandelte. Und an dem Tag der Party, mit ihrem kleinen Prinz an der Hand, strahlte sie über beide Ohren. Die Lehrer und die anderen Schüler waren entzückt von Arthur. Die Kinder umringten ihn, wollten ihn streicheln, ihm Süßigkeiten geben. Melissa war überglücklich. Er hat sich so wohl gefühlt, sagte sie später, und die Menschen, mit denen ich sonst kaum ein Wort gewechselt habe, waren so freundlich. Sie sagten, wie süß Arthur ist und wie stolz sie auf mich sind. Ich konnte mir keine bessere Unterstützung von der Schule wünschen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.